Hallo zusammen, Polar hat mit dem Polar Loop ein Fitnessarmband herausgebracht, ganz ohne Display, mit dem ihr eure Sportaktivitäten oder tägliche Aktivitäten tracken könnt. Ich habe für euch das Band jetzt hier über 2 Wochen getestet und möchte hier meine Erfahrungen wiedergeben. Das Polar Loop Fitnessarmband, aber besser gesagt das Gehäuse, erscheint hier in einer Stainless Steel Version. Du kannst dich dann zwischen 3 Farben entscheiden, einer Sandfarbe oder einem Schwarz-Kupferton oder wie bei mir in dieser Variante hier in komplett schwarz. Darüber hinaus gibt es auch eine große Anzahl an Armbändern, die du hier auswählen kannst, so wie wir das zum Beispiel auch schon vom Whoop-Band kennen. Ausgeliefert wird das Polar Loop mit 2 verschiedenen Armbandgrößen. Wir haben einmal S und M. Die zweite Variante, die ihr bekommt, ist dann hier M und L, ist deutlich nochmal größer. Einziger Wermutstropfen, das Armband hat hier so einen Verschluss, den müsst ihr so echt wirklich ein bisschen rausfriemeln und dann hier beim größeren Armband einfügen, damit du das größere Armband hier verwenden kannst. Was es leider nicht gibt, ist ein Bizeps-Armband. Du kannst zwar aus diesen beiden Armbändern hier ein Bizeps-Armband zusammenbasteln, aber es wäre schön, wenn Polar hier von Haus aus auch eins anbieten würde. Das Gesamtgewicht des Polar Loop Armbands beträgt dann hier 29 Gramm, was wirklich sehr leicht und angenehm zu tragen ist. Ein weiterer Vorteil des Polar Loops gegenüber zum Beispiel einem Whoop-Band ist dann auch hier, dass du keine Abogebühren bezahlen musst. Das heißt also, du zahlst hier einmalig die 179 € und kannst dann alle Funktionen des Armbands nutzen, die du dann nutzen möchtest. Um das Polar Loop verwenden zu können, benötigst du dann auch die Polar Flow App. Diese findest du dann sowohl im Google Play Store als auch im App Store von iOS. Wenn wir das Gerät dann verbunden haben, sehen wir einmal hier oben in der Leiste den aktuellen Akkustand von 34% und dass es auch verbunden ist, beziehungsweise die letzte Synchronisation. Und wenn wir dann hier auf die 3 Punkte gehen und auf Gerät, sehen wir dann auch die Einstellungsmöglichkeiten, die wir hier beim Gerät durchführen können. Zu einem könnt ihr entscheiden, auf welche Armseite ihr das tragt. Ich habe es zum Beispiel hauptsächlich im rechten Arm getragen. Du kannst dann auch einstellen, dass die Benachrichtigung erscheint, wenn der Akku schwach ist. Da bekommst du aber keine Vibration, sondern nur eine Meldung auf das Handy. Und du kannst dann auch sagen, dass du dann hier für Inaktivität Alarme bekommen möchtest, hier auf dem Handy auch in diesem Fall. Und es gibt dann auch die Möglichkeit der automatischen Trainingserkennung. Das heißt also, sobald du dann laufen gehst, Radfahren fährst, erkennst das Gerät und trackt es dann entsprechend als Aktivität. Das schauen wir uns dann nachher nochmal genauer an. Und dabei habt ihr die Möglichkeit, die Intensität dann auch hier einzustellen. Und solltest du es auf niedrig einstellen, werden wirklich jede Aktivität aufgezeichnet. Also selbst wenn ich morgens aufgestanden bin, habe meinen Kindern die Brotdose gemacht, das wurde dann getrackt. Das war mir dann auf jeden Fall zu viel. Auf der mittleren Stufe ist eigentlich für mich das Optimale. Hier wird dann auch das Radfahren und Laufen erkannt. Einzig Krafttraining hat das Problem, es zu erkennen. Das hat dann nicht funktioniert. Und wenn du es auf hoch stellst, dann musst du wirklich schon sehr intensiv Sport machen, damit hier die automatische Trainingserkennung funktioniert. Und zu guter Letzt hast du auch die Möglichkeit, hier Synchronisationen durchzuführen oder das Gerät auszuschalten. Dem einen oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, das Polar Loop hat hier keinen Wecker. Anders als zum Beispiel der Heliostrap oder das Whoop-Band kannst du dich leider mit dem hier nicht wecken lassen. Das ist aber noch nicht alles, was gegenüber der Konkurrenz fehlt. Zu einem bekommen wir hier nämlich auch nicht den neuesten Sensor von Polar verbaut. Besser gesagt ist der Sensor der 3.5 Generation, während zum Beispiel bei der Vantage V3 wir schon den Sensor der 4.0 Generation haben. Was heißt das? Ganz einfach, der Sensor hat hier keine Möglichkeiten, Temperaturen zu messen, sei es jetzt Hauttemperatur. Das ist auf jeden Fall an dieser Stelle nicht möglich. Um das Polar Loop Band dann aufzuladen, gibt es hier den klassischen Polar Ladeanschluss, wie wir es zum Beispiel von der Vantage V3 kennen oder Critics 2, Critics 2 Pro. Und Polar gibt ja eine Laufzeit von bis zu 8 Tagen an. Das kann ich auch soweit bestätigen. Ich habe auch Aktivitätsaufzeichnungen gemacht und bin auf diese 8 Tage hier auf jeden Fall gekommen. Ja, was zeichnet das Polar Loop Band dann aber alles auf? Zu einem seht ihr dann einmal eine Übersicht der Aktivitätsziele. Das heißt also, das Band misst natürlich einmal eure Herzfrequenz, aber natürlich dann auch die Schritte werden aufgezeichnet. Ihr bekommt eine Übersicht der Distanz, die wird dann hochgerechnet anhand der Schritte. Ihr bekommt eine Übersicht der Aktivitätszeit, wie aktiv ihr wart. Und ihr bekommt auch eine Übersicht der aktuellen verbrannten Kalorien inklusive den Aktivkalorien. Aber ich muss sagen, dass die Kalorien hier einfach zu hoch ausfallen. Das Problem habe ich aber auch schon mit den Polaruhren. Diese geben mir auch hier deutlichere höhere Kalorienverbräuche an als meine ganzen anderen Sportuhren. Neben dem klassischen Fitness-Tracking gibt es aber dann auch die Möglichkeit oder die Option, hier seinen Schlaf zu tracken. Das Polar Loop Band unterstützt dabei auch das sogenannte Nightly Recharge. Dabei wird für euch individuell ein Wert berechnet und wird auch gesagt, okay, war das eine gute Nacht? Hast du deinen menschlichen Akku quasi sehr gut aufgeladen oder auch nicht? Wir sehen es hier, alles war okay. Darüber hinaus unterscheidet dann Polar auch unter 2 Stufen. Einmal den sogenannten Schlafstatus. Hier wird einfach drauf geschaut, wie lange hast du geschlafen, wie waren deine Schlafphasen. Und wir sehen auch hier Einschlafphase und Aufwachphase. Das macht das Band auch wirklich sehr gut. Es wird immer sehr gut erkannt. Aber was nicht erkannt wird, sind Nickerchen. Das heißt also, diese werden nicht aufgezeichnet und nicht ausgewertet.
Und es gibt dann auch eine kleine Analyse, zum Beispiel hier, wie mäßig die Schlafmenge war, wie gut die Schlaf insgesamt war oder dann natürlich auch hier die REM-Schlafphasen, Tiefschlafphasen werden dann auch nochmal analysiert. Neben dem Schlafstatus haben wir noch den sogenannten ANS-Status. Dahinter verbirgt sich dann hier die sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Das heißt also, hier wird dann die Nacht analysiert, ob du dann auch wirklich dich gut erholt hast, weil es dann doch einen Unterschied. Die Schlafensmenge, also wie lange du geschlafen hast, sagt nichts darüber aus, ob du dich erholt hast. Es kann ja eine sehr unruhige Nacht sein, wenn du zum Beispiel viel Sport gemacht hast, wenn du Alkohol getrunken hast. Das kann auf die Erholung gehen und das zeigt die Herzfrequenzvariabilität bzw. wird hier dann analysiert. Darüber hinaus bietet uns das Polar-Blutband auch den sogenannten Boost durch Schlaf an, was wir auch neu auf den Uhren haben. Hier bekommt einfach angezeigt, wann der beste Trainingszeitpunkt ist. Zum Beispiel hier zwischen 8 und 10 Uhr wäre ganz gut oder zwischen 16 und 20 Uhr. Schlecht wäre hier zum Beispiel ab 22 Uhr. Und auch hier könnt ihr reingehen. Hier bekommt ihr auch noch so eine kleine Analyse angezeigt und ihr bekommt auch eine Empfehlung, wann ihr dann ins Bett gehen sollt, also zwischen 23:20 Uhr und 23:50 Uhr. Auch das ist für euch individuell dann hier ein Wert, der angezeigt wird. Ich hatte es ja schon bei den technischen Eigenschaften angesprochen. Du kannst mit dem Polar Loop-Band auch hier automatische Trainings aufzeichnen. Das Ganze sieht dann hier auch so aus. Wir sehen hier automatisch aufgezeichnetes Workout. Wir sehen auch die Zeit und wir bekommen immer hier so ein Männchen angezeigt. Das heißt, das Loop-Band kann ja nicht erkennen, ob du jetzt eine Laufeinheit durchgeführt hast oder eine Radfahreinheit. Aber du hast die Möglichkeit, im Nachgang das zu ändern. Das bedeutet, wenn du hier auf das Männchen drauf tippst, dann kannst du hier die Sportart aussuchen, die du dann hier gemacht hast. In dem Fall war es zum Beispiel Laufen. Leider gibt es hier dann auch keine Suche, das ist wirklich sehr umständlich gestaltet, aber so kannst du zum Beispiel Straßenlaufen auswählen und das dann auch hier speichern. Wie sieht dann ein automatisch aufgezeichnetes Training aus? Zu einem bekommt dann hier die Zeiten angezeigt, ihr bekommt die Herzfrequenz, als dann auch die verbrannten Kilokalorien, wobei man sagen muss, bei den Trainingseinheiten passen die Kilokalorien wieder und du bekommst auch eine Übersicht der Herzfrequenz pro Minute, maximal in dem Fall, und eine Auswertung, ob es jetzt hier ein schweres Cardio-Training war, und wie dann auch die Belastung war, ob sie jetzt hoch oder niedrig war. Das kannst du ja selber dann entscheiden. Und wir bekommen auch eine Einschätzung des Trainings. In dem Fall war es 3 von 10, also eine mittlere Belastung. Und wie ihr es vom Polar gewohnt seid, bekommt dann auch eine Übersicht, in welchen Trainingszonen ihr dann trainiert habt. Und was es natürlich dann auch gibt, ist dann der Trainingseffekt. Das habe ich jetzt gerade übersprungen. Wir sehen hier oben Herz, Kreislauf und Tempotraining habe ich durchgeführt. Das war das Nutzen des Trainings. Und dann wird es auch nochmal ganz kurz im Text analysiert. Was es dann zum Beispiel nicht gibt, ist eine Auswertung der Schritte, wie viel ich dann gemacht habe, oder eine Angabe von Distanz, sei es jetzt hochgerechnet, ist leider ebenfalls nicht mit dabei. Generell muss man sagen, dass die automatische Erkennung auch wirklich sehr gut funktioniert. Beim Laufen sehen wir zum Beispiel hier um 17:21 Uhr hat das automatisch erkannt, den Lauf. Gestartet habe ich ihn um 17:19 Uhr, also so ein kleiner Versatz ist drin. Gelaufen bin ich bis 17:59 Uhr, das sehen wir hier oben. Und die automatische Aufzeichnung war bis 18:06 Uhr. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, über die Polar Flow App eine Aktivität aufzuzeichnen. Dafür gehen wir hier auf diese Stoppuhr und hier könnt ihr dann aus den Trainings auswählen, was ihr dann machen wollt. Auch hier gibt es leider oben keine Suche. Da müsst ihr wirklich dann hier auf die Buchstaben gehen. Wenn wir zum Beispiel jetzt auf Laufen gehen wollen, ihr seht auch, das ist sehr, sehr fummelig gestaltet. Dann können wir jetzt Laufen auswählen, müssen da oben noch einmal auf Fertig bestätigen und dann haben wir jetzt hier eine Laufeinheit, die wir jetzt durchführen können. Und dann könnt ihr in der Aktivität einstellen, dass ihr hier das Polar Loop Band als Herzfrequenzsensor nutzen möchtet. Dafür geht ihr einfach auf die 3 Striche. Und dann sehen wir hier zum Beispiel Herzfrequenzsensor Polar Loop Gen 2. Dann sehen wir auch aktuellen Akkustand. Und ab diesem Zeitpunkt kannst du dann hier mit dem Polar Loop trainieren und bekommst dann auch Mehrwerte angezeigt. Und wenn wir uns den gleichen Lauf von gerade eben dann nochmal anschauen, können wir dann auch sehen, wir bekommen einmal hier eine Distanz angezeigt. Und wir haben natürlich auch etwas genauer gestoppt. Das bedeutet, die Kalorien sind etwas weniger. Und wir bekommen dann auch hier das Tempo. Das heißt also, wie viele Minuten pro Kilometer man durchschnittlich gelaufen ist und was die Bestleistung war. Die Distanz hängt dann aber hier von deinem Handy-GPS ab, wie genau das Ganze ist. Und auch hier bekommst du natürlich eine Trainingsanalyse angezeigt, als natürlich dann auch die Effekte, die es hier hat. Und wir sehen unten, dann gibt es dann auch GPS-Daten. Das heißt also, hier hast du den Track dann ebenfalls mit dabei. Ein kleines Manko hat das Ganze, wenn du die automatische Aktivitätserkennung eingeschaltet hast, dann werden sowohl die manuell aufgezeichnete Aktivität als auch die automatische Aktivität synchronisiert, also so wie wir es jetzt gerade eben hier haben. Das ist insoweit eigentlich nicht schlimm. Man kann ja theoretisch auch die Aktivität löschen. Das können wir hier zum Beispiel mal machen. Wir gehen hier drauf, dann gehen wir auf den Mülleimer, dann wird das hier gelöscht. Dann ist diese Aktivität auch weg. Aber das Polar Loop Band synchronisiert immer wieder diese Aktivität rein. Das heißt also, du hast dann immer die 2 Aktivitäten stehen. Also wenn du das nicht haben möchtest, dann solltest du auf jeden Fall die automatische Erkennung ausschalten, falls du hier ein manuelles Tracking durchführst.
Aber es ist auf jeden Fall gut, dass Polar hier die Möglichkeit des manuellen Trackings anbietet. Du hast dann bis zu 150 Sportdaten zur Auswahl. Möchtest du aber dann hier die GPS-Daten haben, musst du natürlich dann immer dein Handy mit dabei haben, weil hier ist kein GPS-Chip mit verbaut. Und solltest du dich dafür entscheiden, nur mit dem Polar Loop Band zu trainieren, das ist auch kein Problem. Das Polar Loop Band unterstützt nämlich dann auch hier den sogenannten Trainingsload. Das heißt also auch eine Übersicht, wie dein aktueller Trainingszustand ist. Wir sehen hier, ich habe momentan etwas zu viel trainiert, deswegen gibt es da dieses Pflaster. Das heißt also, soll mein Training etwas zurückfahren, damit ich hier nicht in eine Verletzung reinkomme. Aber wir können einfach mal in die Woche zurückgehen. Da war ich jetzt krank gewesen, kann man sehen, da ist alles grau gewesen. Das ist dann hier ein Fitnessverlust. Und wenn es grün ist, ist dann ein Fitnessaufbau. Für den einen oder anderen interessant dürfte auch sein, ob dann hier Sportuhren unterstützt werden, beziehungsweise ob die Geräte dann auch alle miteinander synchronisieren. Ich habe zum Beispiel die Vantage V3 heute nicht angehabt. Ich habe sie einfach nur synchronisiert. Und da können wir einfach mal reinschauen. Da können wir ganz gut sehen, es wird nämlich alles synchronisiert. Wir sehen einmal die Aktivitäten und Schritte werden synchronisiert. Hier bekommt dann auch alles angezeigt auf der Uhr. Das sind auch hier die verbrauchten Kilokalorien, als auch die Herzfrequenzdaten sind mit dabei. Aber nicht nur das, es werden dann auch hier die Trainings synchronisiert, inklusive der Grafik, wie dann in welchen Zonen ihr unterwegs wart. Und wenn wir hier draufklicken, sehen wir dann auch hier nochmal alle Trainingseinheiten, die wir durchgeführt haben. Und es werden auch die automatischen Trainingseinheiten angezeigt. Also hier wird alles schön miteinander geteilt. Neben den Trainings gibt es dann aber auch dann den Nightly Recharge, der ist mit dabei, wird ausgetauscht. Und dabei gibt es dann auch zum Beispiel hier beim Schlafstatus dann auch die Grafik, die wir neu mit dem Update hinzubekommen haben. Wir sehen hier die Schlafstruktur. Oder wenn ihr zum Beispiel Schlaf durch Boost sehen wollt, auch das wird euch auf die Uhr angezeigt, habt ihr dann auch mit dabei. Einzig die Hauttemperatur wird dann hier nicht ausgewertet. Ich hatte es schon erwähnt, der Sensor unterstützt das nicht. Aber so hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel mit einer dicken oder großen Uhr nicht schlafen kannst, wie zum Beispiel der Critics 2 Pro, kannst du das zumindest als Schlaftracker nutzen. Das ist auf jeden Fall dann auch möglich. Und ganz vergessen, natürlich wird dann auch hier der Cardioload synchronisiert. Ja, dann würde ich sagen, dann werfen wir einen Blick auf die Herzfrequenzdaten, was uns das Polar Loop hier anbietet. Ich habe jetzt hier mal 2 Läufe durchgeführt. Was man im ersten Lauf ganz gut erkennen kann, ist, dass das Polar Loop Band immer so einen kleinen Moment braucht, bis es die Daten richtig erfasst hat, so ungefähr eine Minute, 30 Sekunden und dann ist es auch entsprechend Verlauf eines Brustgurtes. Bei meinem zweiten Lauf habe ich mal so einen ganz kleinen Stopp gemacht und wieder losgelaufen im hinteren Bereich, weil ich war krankheitsbedingt jetzt nicht in der Lage, hier Intervalle durchzuführen. Auch da kann man sehen, dass der Verlauf sehr gut erkannt wird, aber man kann auch hier wieder sehen, in den ersten 30 Sekunden hatte das Band so ein bisschen Probleme, die Herzfrequenzdaten zu ermitteln. Anders sieht es dann beim Radfahren aus, besser gesagt beim Gravel-Radfahren. Da gibt es immer so kleine Erschütterungen aufs Handgelenk, wenn man über Schotter fährt. Das kann dann zu Messfehlern führen. Aber in den ersten 20 Minuten bin ich hier auf Asphalt gefahren und nichtsdestotrotz, auch bei Minute 9 sehen wir hier große Abweichungen, was die Messwerte angeht. Ab 1 Stunde 49 hat dann die Abfahrt im Gravel-Bereich stattgefunden und wir können hier auf jeden Fall hier massive Abweichungen gegenüber eines Brustgurtes sehen. Und wenn wir dann einen Blick aufs Krafttraining werfen, das war noch nie die Stärke von Polar. Auch hier mit dem Loopband sehen wir hier massive Abweichungen gegenüber eines Brustgurtes. Es werden die Verläufe eigentlich quasi gar nicht so richtig erkannt, sei es von den Spitzen oder auch von den Tiefpunkten. Und es sind auch wirklich keine sehr guten Daten, dass uns das Polar Loopband hier am Handgelenk anbietet. Und da gibt es auf jeden Fall andere Hersteller, die das besser können, wie zum Beispiel Amazfit mit dem Heliostrap, welches sogar 80 € günstiger ist. Mein größter Kritikpunkt des Polar Loopband ist aber an dieser Stelle nicht das Band selber, sondern die Polar Flow App. Sie ist mittlerweile total veraltet, die Daten werden nicht richtig aufgearbeitet, man sieht nicht alles auf einen Blick, man muss hier in die Tiefe gehen, Herzfrequenzvariabilität wird nicht so richtig ausgewertet, beziehungsweise wird dargestellt, ob es jetzt gut oder schlecht ist, wenngleich Nightly Recharge auch hier euch dabei helfen soll, aber da geht auf jeden Fall mittlerweile mehr. Hersteller wie zum Beispiel Amazfit oder auch Chorus haben gezeigt, wie man hier ganz übersichtlich eine App gestalten kann. Aber auch das hat Polar endlich erkannt und überarbeitet nur in 3 Stufen seine App. In der ersten Stufe wird dann erstmal die Web-Oberfläche überarbeitet. In der zweiten Stufe selbst gibt es dann eine Überarbeitung der App. Das heißt also, hier werden die Daten anders aufgearbeitet, anders dargestellt. Wobei es erst für Android kommen soll und dann erst für iOS. Wann das aber stattfinden soll, habe ich jetzt leider kein Datum dazu gefunden. Und in der Stufe 3 soll es dann die Möglichkeit geben, dass du dann die App auch selber für dich individuell gestalten kannst, wie du die Daten dann haben möchtest. Das ist insgesamt zwar eine sehr gute Aussicht, aber immer noch Zukunftsmusik. Und das ist natürlich die Frage, wann kommt die App, wann soll sie released werden, weil davon mache ich wirklich abhängig, ob das Polar Loop Band gut oder schlecht ist. Im aktuellen Zustand würde ich sagen, und da komme ich auch schon zu meinem Fazit, finde ich das Band an sich nicht schlecht, aber mit der App werden wahrscheinlich einige nicht glücklich werden. Da sind sie zum Beispiel mit dem Heliostrap deutlich besser aufgehoben, weil du einfach hier alles nochmal schön in der Übersicht hast.
Und solltest du ein Besitzer einer Polaruhr sein, hast du natürlich die Möglichkeit, mit dem Polar Loop Band hier deine Nächte oder deinen Schlaf aufzuzeichnen. Wie gesagt, ist wirklich sehr angenehm zu tragen. Oder wenn du zum Beispiel auf Veranstaltungen gehst, auf Feiern, ist es halt viel dezenter, so ein Fitnessarmband zu tragen mit einem schönen Armband, was zum Kleid zum Beispiel passt oder zum Anzug, als jetzt zum Beispiel so eine auffällige Sportuhr. Dafür ist es natürlich dann auch sehr gut geeignet. Du kannst mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was du vom Polar Loop Armband hältst. Würdest du das anschaffen oder hast du es schon angeschafft? Hast du auch schon Erfahrung mitgesammelt? Schreib es mal gerne rein. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Polar sehen möchtest, ich habe auch mal eine Playlist rund um Polar gemacht. Da kannst du mal reinschauen. Beziehungsweise ich habe auch die neuesten Updates der Uhren vorgestellt. Das verlinke ich dir oben mal, kannst du reinschauen, was es da alles Neues gibt. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.